Zum dritten Mal lud ACADEMIA SUPERIOR zum FACTORS SYMPOSIUM internationale und nationale Experten nach Gmunden, um an 3 Tagen zum Thema Big Data, der Mensch im Zeitalter der Informations-Explosion, zu diskutieren. Wie bereits bei den vorhergehenden Symposien sind die Ergebnisse wieder eine Basis für die Arbeiten von ACADEMIA SUPERIOR, die auch heuer wieder in konkrete Handlungsanleitungen für die Politik in Oberösterreich münden werden. Wir haben uns dieses Wochenende in Gmunden getroffen, um das Thema Big Data zu diskutieren, wo es darum geht, was tun wir mit all diesen vielen Informationen, die wir zum Teil absichtlich und vorsätzlich, aber zum Teil auch vollkommen ohne unser Wissen jeden Tag kreieren und gestalten und hinterlassen. Die Spuren, die wir im Internet, in den Foren, die wir am Computer, die wir durch Verwendung unserer Kreditkarten und so weiter hinterlassen, sind das Thema. Und wir haben uns internationale Experten eingeladen, die das mit uns diskutieren. Ich glaube, es wird ein Riesenpunkt sein, nach diesem Wochenende herauszufinden, was kann man, was soll man und was soll man nicht. Nicht alles, was man kann in diesem Zusammenhang, vor allem was die Analysen anbelangt, soll man eigentlich auch tun. Die Kombination aus Tradition und Moderne im Kongresszentrum Toskana bietet eine optimale Atmosphäre für das Symposium. Follow me, I'll show you what's going to happen today. So once again, we have this great setup for our conversations. There'll be an expert at the front of the room having a conversation with me and our group of other experts to talk about their ideas. This year we have 3 people to talk about big data. We have an Austrian expert who's just written the best book on big data. We have an American woman technologist who lives big data, and we have an author from Great Britain who's written a book on how we all need to learn to slow down. So in here we'll have the conversations. Back here, there's a beautiful breakout room. This is where, after we've had all these really intense conversations, we come in here, sit around, relax a little bit, have some coffee, some beautiful cake, and here you can see some of the books and magazines and materials that are all about the theme of big data. This is a book about the human face of big data, how big data is changing all of our lives. This is Rudi's book, best-selling book on the end of coincidence. We have another book, Carl Honoré, The Slow Fix. We all need to slow down. Try to solve problems and live better by going slower. And this is all the material that fills our world with these ideas. How do we contend with change? How do we make sense of change? How do we use change to help our own lives so we live better, we live smarter, we have a better economy, we have better lives? So welcome to the Big Data conversation, the 3rd year of our ACADEMIA SUPERIOR, a do tank to make lives better, smarter, make living better, make all of our lives connect and make more sense. Thanks for coming, and it's going to be a very exciting day, I'm sure. Experten aus den Bereichen Medien- und Datenanalyse haben sich vor allem mit der Frage auseinandergesetzt, wie der einzelne Mensch, wie Unternehmen und wie ganze Länder mit der neuen Realität der digitalen Datenexplosion umgehen können und welche Schritte die politisch Verantwortlichen in einer Region wie Oberösterreich setzen können, um dem Phänomen Big Data mit all seinen Folgen gerecht werden zu können. My eyeball, my iris, that has a certain segment that identifies me. My social security number identifies me. My driver's, there's a lot of IDs and information that are very single and individual, but still identify me as a person. I'm just wondering if, and from a scientific point of view, if you start sort of predicting too much, I guess what I'm asking is, are we losing the wild card factor? Yes. And it fits with the theme and the motto of this conference, surprise factors, the surprise, the serendipity. Yes. I mean, that's where so much of what drives the human spirit and social, cultural, scientific, commercial change
is the uncertain. Again, it's coming back to what I was saying before, that kind of fuzzy grey area, and that an algorithm will never get to, because you'll never have the golden nuggets. We have frameworks like Hadoop and MapReduce and systems, which makes it possible that literally from your laptop you can do big data analysis. Im Rahmen des Symposiums und der Publikumsveranstaltung erlebten die Besucher im Toskana Kongresszentrum spannende Diskussionen, um die unterschiedlichsten Facetten von Big Data aufzuzeigen. Es gibt so viele Chancen, die wir nützen können, und es geht darum, dass Politik und Gesellschaft jetzt tatsächlich jene Unterstützungen auch geben, dass sich nicht nur die Ausbildungssysteme mit der Frage Big Data beschäftigen, sondern dass wir auch die Chancen ergreifen, und Oberösterreich ist da sehr prädestiniert. Wir haben mit Hagenberg eine Initiative am digitalen Technologiesektor. Wir haben die Pläne, auch medizinische universitäre Ausbildung in Oberösterreich zu bekommen. Und gerade in diesen Bereichen werden sich Verknüpfungspunkte geben, die wir in dieser Form in Österreich noch nirgends haben. Und da kann Oberösterreich vorne sein, und auch die oberösterreichischen Firmen, wenn sie sich mit dieser Thematik beschäftigen, werden im internationalen Wettbewerb da auch punkten können. It's a law, so it's definitely a law that's not something what we want to have, but people use it in Austria quite often, and they come to my office later on and have the information from the gene test, from 23andMe, from Google, and say, what do you think about that? And I said, I mean, you know what, I'm not even sure whether I am allowed to counsel you for this test, because you shouldn't have it in Austria. Big Data wird unsere Arbeitswelt ganz gewaltig verändern. Es ist ja schon einmal so, dass die Entwicklung unserer Arbeitswelt in den letzten 30 Jahren revolutionär war. Reflexion der Inhalte und Festlegen von nächsten Schritten mit einer jungen Generation und Vertreterinnen und Vertretern der Politik bilden den Abschluss des Symposiums, das auch heuer wieder für so manchen Surprise-Faktor sorgte. Im Fokus solcher Veranstaltungen bleibt stets das Ziel, der Politik ein ausgefeiltes Werkzeug für Weichenstellungen der Zukunft in die Hand zu geben.